Herzlich willkommen zu einer weiteren Dev Diary und heute bin ich mal wieder nicht allein. Heute mit jemandem, der noch nie dabei war, mit dem lieben Niklas. Hallo, hallo. Grüß dich. Und ja, bevor wir anfangen, Niklas, kannst du ja vielleicht kurz mal sagen, was du machst bei uns? Ich bin Softwareentwickler bei Ja. TML. Ich kümmere mich um viele kleine Features, die Telemetrieanbindung und alles, was so anfällt. Ja, cool. Und auch um viel Sound, habe ich mitbekommen. Und natürlich Sound, ja. Ja, cool. Gut, und über was sprechen wir heute, Niklas? Wir sprechen heute über den aktuellen Stand vom Multiplayer ein bisschen, zeigen so die Features, die schon funktionieren. Okay. Und es ist natürlich viel unter der Haube, was wir ändern. Deswegen, Ja. es geht voran, aber man sieht nicht viel an der Oberfläche. Das glaube ich, und genau deswegen machen wir auch die Dev Diaries. Und vor allem Thema Multiplayer habe ich ja sehr oft gelesen. Leute, ich glaube, da freut ihr euch jetzt auch endlich mal, dass da auch wieder was Neues kommt. Von daher würde ich sagen, wir fangen auch direkt an. Genau. Und zeigen euch mal ein bisschen was. Genau. Für den Multiplayer brauchten wir ein Flottensystem, damit du, wenn du auf dem Server dann spawnst, nicht Millionen von Vehikel rumfahren, sondern dass du halt eine feste Flotte hast, aus der du aussuchen kannst. Okay. Und das war eins der ersten Features, die wir mit eingebaut haben. Mhm. Und das ist jetzt eins der ersten Features, die wir auch sehen können. Also wenn Mhm. wir jetzt hier in den Fahrplan-Editor gehen, haben wir unsere normalen Fahrpläne. Ja. Und jetzt oben rechts ein weiteres Icon, das wäre dann der Flotten-Editor. Mhm. Und hier gibt es eine Standardflotte von uns erstellt, die ziemlich fast exakt dem entspricht, was gerade in Berlin rumfährt. Mhm. Und ja, dann kann man sich natürlich davon auch eigene Flotten zusammenbasteln. Wie auch schon mit dem Fahrplan-Editor könnt ihr die dann hochladen in den Steam-Workshop und euch gegenseitig teilen. Okay. Ja, alles wie gehabt. Sehr cool. Wenn wir uns jetzt so eine Flotte angucken und den Editor öffnen, sieht man hier aufgelistet alle Fahrzeuge, die in der Flotte verfügbar sind. Ganz links die Fahrzeug-ID, dann ein passendes Nummernschild dazu und welcher Bus es ist. Und wenn man jetzt hier durchscrollt, dann sieht man, da sind schon ein paar drin von uns. Ein paar. Ein paar. Ja, fehlende Fahrzeuge und alles. Das ist vorbereitet fürs Modding, was dann noch kommt. Okay. Wenn man sich jetzt hier ein Flottenfahrzeug anwählt, dann kann man ja, eigentlich fast alles daran verändern. Man kann die Fahrzeug-ID umstellen, die wird dann auch auf dem Bus geupdatet. Man kann das Nummernschild umstellen, das wird auch geupdatet. Ja. Und wenn man sagt, das ist ein bisschen sehr cluttery hier, wenn man immer nur die ganzen Busbeschreibungen in der Info liest, kann man sich natürlich auch Infos setzen, die dann statt des Sehr cool. Vehikelnamens angezeigt werden. Okay. Also kann man sich das dann auch ein bisschen zurechtordnen, Genau. anstatt jetzt einfach so den Namen da zu sehen. Genau. Unter Select Vehicle haben wir dann auch die Möglichkeit, das Fahrzeug komplett abzuändern. Also wir können hier ein völlig anderes Fahrzeug auswählen. Ja. Wir können das Repaint anpassen und natürlich auch die Parts im Bus verändern. Das wird alles im Flottenfahrzeug gespeichert und wird dann genauso gespawnt. Okay. Sehr cool. Man sieht auch im Editor, welche Linie, also auf welche Linie und welche Tour der Bus oder das Flottenfahrzeug zugeordnet ist. Okay. Und über die Zuordnung reden wir jetzt. Die funktioniert im Betriebsplan. Mhm. Das heißt, wir öffnen uns auch den mal, gehen hier hinten auf die Zuordnung und können dann hier für die verschiedenen Touren, jetzt muss ich selbst suchen. Genau, mit Rechtsklick Flottenfahrzeuge zuweisen. Jetzt sieht man auch direkt hier, sieht man unseren zugewiesenen Infonamen. Mein Liebling. Mein Liebling. Und natürlich auch die Vehicle-ID. Die kann man jetzt einfach hier zuklicken, die taucht dann hier an der Seite auch auf. Ja. Also da hat man auch alles schön übersichtlich. Genau. Solange die IDs in den Betriebsplänen übereinstimmen mit denen, die man in der Flotte ausgewählt hat, kann man das auch hin und her tauschen, wie man möchte. Es wird nur über die IDs zugewiesen. Man kann sich verschiedene Flotten anlegen, wie man lustig ist. Man kann sich zu den Betriebsplänen, die man schon runtergeladen hat, Flotten zuweisen, wie man möchte. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber wenn es einmal gemacht ist, dann ist eigentlich ganz schick. Dann ist es eine coole Sache. Und dann kann man, später dann natürlich im Multiplayer ein bisschen anders, aber im Singleplayer kann man sich einfach seine Tour aussuchen, die man jetzt fahren will. Zum Beispiel auf der TXL. Tour 2. An einem, was ist denn das? Steht hier nicht. Doch, an einem Mittwoch. Ja, einfach hier das Flottenfahrzeug aktivieren, dann sucht er sich automatisch raus, okay, das ist ein ECD-Bus, 18 Meter lang, dreitürig.
mit der Fahrzeug-ID 4626. Und dann starten wir einfach mal. Und der hat sich das jetzt automatisch ausgesucht? Das ist jetzt, der hat in der Tour geguckt, welches Fahrzeug ist hinterlegt, welches Flottenfahrzeug, und lädt dann aus der Flotte genau dieses, also aus der aktuell angewählten Flotte genau dieses Fahrzeug mit den Parametern, die man vorher gesetzt hat. Okay. Mit Repaints und allem drum und dran. Also alles automatisch. Und jetzt sieht man auch, die Vehicle-ID stimmt schon mal. Das Kennzeichen stimmt auch. Sehr cool. Überall, wo das gesetzt ist, hier oben auch, ist es drin. Also das macht es natürlich dann alles auch irgendwo nochmal wieder ein Stück weit realistischer als zuvor. Genau. Und später auf Servern kann man dann natürlich feste Flotten und feste Betriebspläne zuweisen. Ja. Und damit wird es alles ein bisschen dynamischer. Da fährt nicht jeder sein eigenes, sondern man kann wirklich eigene Strukturen aufbauen und in diesen Strukturen dann simulieren, spielen. Ja, sehr cool, Niklas. Ich denke, es hat viele interessiert. Ist auch sehr cool. Wir haben gesehen, es macht es alles nochmal realistischer. Ja, automatisiert das Ganze auch nochmal mehr. Ist eine coole Sache, wie ich finde. Ich denke, das wird auch, wie gesagt, vielen Leuten gefallen. Und ja, danke für deine Zeit. Gerne. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, Niklas. Ich denke nicht. Und dann war es das auch schon wieder mit der heutigen Dev Diary. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.